Guten Morgen, liebe YouTuber und Radreisefreunde, am 7. Tag meiner Radreise durch die Alpen. Die Unterkunft heute ist echt klasse. Dafür muss ich aber etwas mehr Miete liegen lassen als bisher. Viele sind schon geschlossen zu dieser späten Jahreszeit. Ich befinde mich zwar hier nur auf 400 Meter Höhe, aber wegen der klaren Nacht ist es ziemlich frisch heute früh. Das Frühstück wird mir in der Küche von der Wirtin persönlich angerichtet. Ja, das ist der Ofen dann schon wert. Der frisch in der Espressokanne gebrühte Kaffee setzt dann noch das Sahnehäubchen auf. Ich unterhalte mich noch eine ganze Weile mit ihr und erfahre so einiges über die Gegend. Von Landflucht, leerstehenden, unfertigen oder zu verkaufenden Häusern, über die wirtschaftlichen Ansiedlungen bis zur Baumafia. So weiß ich nun, wo Ray-Ban und Co. ihre Luxusbrillen fertigen und das, ja staune, sich in der Gegend um Vittorio Veneto, das Zentrum der italienischen Eisfertigungskunst, befindet. Das wurde inzwischen sogar offiziell umgesetzt in eine Schule mit Diplomabschluss. Jeder italienische Eismacher, der was auf sich hält, kommt hier zum Lernen her. Allerdings halte ich die Wirtin länger auf, als ihr lieb ist, und beeile mich alsdann, meinen Krempel zusammenzupacken und loszutreten. Heute in der langen Hose. So grob habe ich das schon vorgestern in Spilimbergo ausgepeilt. Schauen wir also mal auf die Karte. Entlang des Piave gibt es zwei Routen, eine im Norden, eine im Süden. Die im Norden ist sicher die landschaftlich schönere, aber auch schwerer zu fahren. Die Südroute schlängelt sich um die Straße und das hat auch seinen Grund. Aufgrund der Seitenzuflüsse muss man öfters über Brücken. Und die befinden sich nun mal ausschließlich auf der Hauptstraße. Die Nebenrouten herum sind von ordentlichen Anstiegen gekennzeichnet. Dafür führen sie aber durch reizvolles Terrain. Zahlen tut man dafür mit einem immensen Zeitverlust und Kräfteverzehr. Bleibt man bequemerweise auf der Straße, so ist man mit ordentlichem Verkehr konfrontiert. Von Busque bis Veltre muss man allerdings gänzlich auf der öden Straße lang. Will man nicht einen erheblichen Umweg in Kauf nehmen. Jetzt aber genug der Worte. Hier fahre ich schon die Rampe nach Castiglione hoch. Um Zeit zu sparen, verlasse ich hier den Radweg und fahre runter nach Bersaglio.
Mittlerweile habe ich doch eine kleinere Strecke zurückgelegt, die aber nichts Besonderes zu bieten hatte. So fahre ich hier schon in dieses hübsche Städtchen Mel ein. Mel bedeutet ja Honig und entsprechend bekannt ist der Ort für seine Imkereien. Heute ist es ziemlich diesig und somit zeichnet sich das Bergpanorama recht undeutlich ab. Ich bin hier schon hinter Veltre, wo ich mich ins Industrieviertel verfranst habe. Als Folge davon muss ich hier etwas über den Graben klettern. Moment, das ist ideal. Das kommt ja wie gerufen. Es ist nämlich gerade schon 1 Uhr und ich habe jetzt Hunger. Der Vesperplatz ist ideal mit grandioser Talsicht. Na dann, Mahlzeit! Vor Seren del Grappa muss man wieder etwas reintreten. Das war jetzt eine tolle Strecke nach Arsie. Aber ich muss mir jetzt Gedanken um die Unterkunft machen. Das heißt entweder Primolano oder dann doch noch bis Agnedo. Da soll noch was in einer Burg zu haben sein.
Vielen Möglichkeiten bietet die Strecke nicht, besonders um die fortgeschrittene Jahreszeit, wo viele kleine Anbieter schon geschlossen haben. Naja, mal sehen. Herrlich! Das war jetzt so richtig erfrischend, da runter zu düsen. Hier im Hochtal der Brenta
ist es doch ziemlich feucht. Der Gegenwind ist mittlerweile eingeschlafen und wieder erwarten geht es bergan. Ich mache jetzt etwas mehr Druck, denn ich will bis um 5 Uhr an der Unterkunft sein. Ich bin jetzt kurz vorm Ziel und als ich die geplante Unterkunft erspähe, da schwant mir nichts Gutes. Oh je, bis ich da hochkomme, brauche ich mindestens 20 Minuten. Aber wenn das dann nicht klappt, sitze ich auf heißen Kohlen. Ich ahnte es ja schon. Es ist nichts draus geworden. Derweil die eine Veranstaltung aufbauen und angeblich keine Zeit haben, mir ein Zimmer abzudrehen. Jetzt stehe ich echt blöd da. Es ist mittlerweile fast 5:30. Im Ort finde ich nichts Passendes, also runter nach Borgo. Das geht aber schnell. In Borgo finde ich alsbald ein Wellnesshotel. Da bin ich wohl mit 90 Euro dabei. Also fahre ich eine Dreiviertelstunde kreuz und quer durch den Ort. Finde absolut nichts. Das ist wirklich das einzige Hotel vor Ort. Ich denke dran, den Zug zu nehmen. Will ja eh nach Hause. Hol letztlich mein Phone raus und verheize mein letztes Datenvolumen. Einziges Hotel in Reichweite, das 1775 Locanda. Für 55 Euro. Das ist zwar schmerzlich in der Situation. Der Inhaber ist außergewöhnlich herzlich und ich zahle 45 Euro die Nacht und bin erst einmal erleichtert. Es ist doch schon dunkel draußen. Nachher gehe ich noch Nudel essen. Ganz frisch gemacht. Lecker. Selbst für einen Nudelabstinenzler wie mich. 16 Euro mit einem Bier. Happig. Aber dafür ist alles frisch. Nix aus der Tüte.